Durchgerst des Herbstes waren komplexes Gebräu aus nasser Erde, verrottendem Laub und der süßen, beinahe weinigen Gärung überreife Früchte, die im hohen Gras verborgen lagen. Hin schwer in der kühlen, klaren Luft über der kleinen Farm in Ohio, ein Duft, der das Jahr zu Ende atmete. Die Blätter des alten Apfelbaums am Rand des Gemüsegartens hatten sich in ein fleckiges Gelb und Zinnoberrot verwandelt, und sie raschelten mit einem trockenen, papierenen Klang im leichten Wind. An den kahlen Ästen hing nur noch eine Handvoll Äpfel, letzte, hartnäckige Überlebende, die ihre volle, tiefrote Rote gegen den blassen Himmel zeigten. Sie waren das Ziel dieser letzten Ernte, die Hände der Mutter, rau und rissig von der steten Arbeit, wiesen mit einer vertrauten Geste auf die höchsten Zweige. Ihre Augen von der langen Saison gezeichnet, aber wachsam musterten die verbliebenen Früchte mit der kritischen Würde einer Buchhalterin, die den Jahresabschluss vornimmt. Jeder Apfel repräsentierte eine bestimmte Zukunft. Einlagerung im kühlen Dunkel des Wurzelkellers, wo sie den Winter über langsam ihren Geschmack bewahren würden, oder Verwandlung in das süß-sauer Muss und das klare, bernsteinfarbene Gelie, das die Familie bis zum Frühling begleiten sollte. Die Arbeit begann mit dem einfachen, wiederholten Griff. Die roten Griff, die roten Griff, die roten Griff, die roten Differgriff, wat sich der Apfel mit einem leisen, sauberen Knacken löste. Jeder Apfel hatte sein eigenes Gewicht, seine eigene Form, kleine Unregelmäßigkeiten und Sonnenbrandflecken, die Geschichten von einem regnerischen Frühling oder einer besonders heißen Juliwoche erzählten. Sie landeten sanft in dem geflochtenen Korb, der im Boden schon mit dieser Vielfalt gefüllt war, einige perfekt, rund und glänzend, andere etwas schrumpelig oder von einem Vogel angetnabbert. Der Transport in die Küche war ein Ritual des Übergangs. Die Welt draußen war voll von den Geräuschen des Vergehens, dem Rufen der wegziehenden Gänse, dem Knirschen der welken Blätter unter den Stiefeln. Drinnen hingegen herrschte der warme, konzentrierte Duft der Konservierung vor. Der große Kupfernkessel stand bereits auf dem Holzherd, und daneben türmten sich die sauberen Gläser mit ihren gläsernen Deckeln, bereit, gefüllt und versiegelt zu werden. Die Äpfel wurden gewaschen, ihr kühles, glattes Fleisch unter dem fließenden Wasser aus der Pumpe spürbar. Dann kam das Filtern und Entkernen, eine meditative Tätigkeit, bei der das weiße, saftige Fruchtfleisch freigelegt und der Kern mit den kleinen braunen Samen verworfen wurde. Die Stücke fielen mit einem gedämpften Klatschen in den Kessel, und bald erfüllte der erste süße Dampf den Raum, vermischt mit einer Note von Zimtstange, die die Mutter aus der kleinen Holzdose geholt hatte, während das Muss vor sich hin köchelte und seine Aromen vereinte, wandte sich die Aufmerksamkeit dem Wurzelkeller zu. Dieser unterirdische Raum, der in den lehmigen Boden gegraben war, roch nach kühlem Stein, feuchter Erde und der leisen Süße gelagerter Kartoffeln und Rüben. Hier herrschte eine andere Art von Zeit, eine langsame, fast statische.
die der rasenden Vergänglichkeit der oberen Welt trotzte. Die für die Lagerung bestimmten Äpfel wurden sorgfältig auf hölzerne Regale gelegt, ohne dass sie sich berührten, jedes ein kleines Schatzstück, das in der Dunkelheit ruhen sollte. Das Gefühl hier unten wurde es eine Kathedrale, für die einfachen Dinge ein stiller, dunkler Ort, der die Essenz des Sommers bewahrte, der Kontrast zur dampfenden, lebendigen Küche. Absolut doch vollkommen harmonisch. Zurück am Herd hatte sich das Mus in eine dickflüssige, goldene Masse verwandelt. Der Geschmackstest war ein weiterer feierlicher Moment. Ein kleiner Löffel wurde in den dampfenden Brei getaucht, kurz abgekühlt und dann probiert. Der Geschmack war nicht die einfache Süße eines Sommerapfels, sondern komplex, eine lebendige Säure, die die Zunge umspielte, gefolgt von einer tiefen, eingekochten Süße und dem warmen Hauch des Gewürzes. Es war der Geschmack der Sorgfalt, der Geduld und der unmittelbaren Verbindung. Dieser Löffel enthielt genau diesen Baum, genau diesen Herbst, genau diese Hände, die ihn gepflückt und zubereitet hatten. Nichts war abstrakt oder anonym. Jedes Glas Gilet, das später in das kochende Wasserbad zum Versiegeln gesenkt wurde, war eine Zeitkapsel aus Licht und Geschmack. Als die letzte Charge abgefüllt, die Gläser auf einem Küchentuch zum Abkühlen und Knacken ihre Deckel standen, trat eine müde Zufriedenheit ein. Die Hände rochen nach Apfel und Metall, die Schürze war mit Spritzen gezeichnet. Draußen war die Dämmerung hereingebrochen und der Apfelbaum stand nun völlig kahl und still gegen das lila Abendlicht, seine Aufgabe für das Jahr erfüllt. Diese langsam, saisonale Zeit des hausgemachten Essens war keine romantische Laune, sondern eine mühevolle Notwendigkeit, ein Kreislauf von Mühe und Belohnung, der den Rhythmus des Lebens bestimmte. Die tiefe Windung zur eigenen Nahrungsquelle war kein Gedanke, sondern eine körperliche Gewissheit, die in den müden Muskeln, den Duft in der Nase und dem Geschmack auf der Zunge gespeichert war. Der letzte Apfel war gepflückt, verwandelt und bewahrt. Der Winter konnte kommen, der Winter des Jahres 1908 legte sich in stillem, bleiernem Grau über die Farm. Der Schnee, der die Felder bedeckte, war nicht mehr die pudrige Decke des Dezembers, sondern eine festgefahrene, eisige Kruste, durchsetzt mit dem Schmutz aufgewühlter Wege. In dieser erstarrten Welt war das Geräusch von Wagenrädern, die sich knarrend durch das gefrorene Gelände kämpften, ein ungewöhnliches Ereignis, das uns alle zum Küchenfenster trieb. Es war kein Nachbar, dessen Gefährt wir erkannt hätten, sondern ein geschlossener, grün lackierter Wagen, von dessen Verdeck dünne Eistapfen hingen. Hielt vor dem Haus, und ein Mann in dicken Wollmantel und eine Pelzmütze stieg aus. Sein Atem bildete weiße Wolken in der schneidenden Luft. Er war ein Handelsreisender und Bote aus einer Welt jenseits unserer verschneiten Grenzen. Mit einer geschäftigen, routinierten Herzlichkeit lud er uns ein, die Wunder in seinem Wagen zu begutachten. Die Hinterklappe wurde geöffnet und gab den Blick frei auf ein sorgfältig geordnetes Labyrinth aus Kisten und Kartons. Es roch nach neuem Holz, nach Druckfarbe und etwas Unbestimmtem.
metallischem. Sein Handy trotz der Kälte flink, griffen hinein und förderten nicht die üblichen Stoffe oder Werkzeuge zutage, sondern etwas völlig Neues, Konservendosen. Sie waren klein, zylindrisch und mit farbigen Papieretiketten beklebt, die Früchte und Gemüse in unwahrscheinlicher Frische zeigten. Die Zukunft der Forsthaltung, verkündete er, seine Stimme übertönte das leise Pfeifen des Windes. Unabhängig von Jahreszeit und Wetter, die Reinheit der Natur eingeschlossen in Stahl. Meine Mutter stand mit verschränkten Armen da, ihre Miene eine Maske aus reservierter Skepsis. Ihre Welt wurde des Wurzelkellers, des Räucherschranks, des Eingemachten in Gläsern, alles durchsichtige, vertraute Präsess, dieses versiegelte, undurchdringliche Metallbehälter, widersprach allem Instinkt. Doch der Reisende, ein Meister der Verführung, wusste, dass Misstrauen der erste Schritt zur Faszination ist. Er holt zwei Dinge hervor, einen kleinen, glänzenden Gegenstanden mit einer Klinge und einer dieser blechernen Zylinder, deren Etikett goldene Pfirsichhälften versprach. Der erste Gegenstand war ein Blechschläler, ein elegantes, fremdartiges Ding, das er meiner Mutter mit einer einladenden Geste überreichte. Sie nahm ihn zögernd, spürte das ungewohnte Gewicht des Stahls in ihrer von der Arbeit geprägten Hand. Es war kalt und glatt. Ohne die warme Patina unserer Küchengeräte. Dann konzentrierte sich die ganze Aufmerksamkeit auf die Dose. Sie war schwerer, als ihr Aussehen vermuten ließ, ein kompaktes Gewicht voller Geheimnisse. Der Reisende holte ein weites Werkzeug hervor, einen klobigen Dosenöffner, aus Gusseisen, ein Werkzeug, das aussah, als gehöre es eher in eine Schmiede als in eine Küche. Das Ritual des Öffnens begann. Er setzte die exakte Schneidrolle an den Rand der Deckfläche und begann, mit kraftvollen, drehenden Bewegungen am Griff zu drehen. Das Geräusch, das darauf folgte, war kein vertrautes Küchengeräusch. Es war ein lautes, knirschendes Metallkreischen, ein widerständiges Knacken, als ob man eine winzige stählerne Muschel gewaltsam öffnete. Jede Umdrehung war mühsam, ein Kampf gegen die perfekte Versiegelung. Die Luft füllte sich mit einem scharfen, fremden Geruch, dem Geruch von frisch geschnittenem Blech, kalt und etwas beißend, der sich mit dem ersten Hauch des fruchtigen Inhalts vermischte und ihn überlagerte, statt ihn zu tragen. Als der Deckel schließlich abgehoben wurde, lag er da, ein gejackter, scharfkantiger Kreis aus dünnem Stahl, dessen Innenseite ein matter Glanz von Sinn zeigte. Darunter in einer trüben, süßlichen Flüssigkeit schwimmend lagen die Pfirsichhälften. Sie waren makellos in ihrer Form, jede identisch mit der nächsten in einem gleichmäßigen orangenen Gelb, das kein Sonnenfleckchen kannte. Ihre Textur, so etwas Arges durch die Sirup-Schicht erkennen konnte, wirkte weich und gleichmäßig, ohne die samtige, unregelmäßige Halt eines echten Pfirsichs. Meine Mutter beugte sich vor, ihre Skepsis nun von einer neugierigen, fast unwilligen Faszination verdrängt. Sie roch daran, und ihr Gesichtsausdruck verriet eine Mischung aus Anerkennung und Verwirrung.
Der Duft war eindeutig pfirsichartig, aber er schien eingesperrt, flach, als ob er durch das Metall gefiltert worden wäre. Der Reisende sprach weiter, seine Worte waren ein sanfter Sog, der uns in eine neue Logik zog. Er sprach von Haltbarkeit, von Jahren, nicht von Monaten, von Zuverlässigkeit, von der Garantie, dass eine Mahlzeit nicht vom Erfolg der Ernte oder der Kühle des Kellers abhing. Er hielt die geöffnete Dose wie ein religiöses Relikt in die winterliche Luft, ein Versprechen auf eine Welt ohne Unsicherheit, eingeschlossen in ein blechernes Gefäß. Der Reisende hielt einen kleinen Löffel bereit, ein glänzendes, dünnes Ding, das aussah, als gehöre es nicht in eine Bauernküche. Mit einer theatralischen Geste tauchte er ihn in den syrupartigen Inhalt der Dose und holte eine der makellosen Pfirsichhälften hervor. Er bot sie meiner Mutter an, deren Augen zwischen dem Löffel und dem fremden Fruchtfleisch hin und her wanderten. Nach einem kurzen Zügen nahm sie den Löffel an und führte ihn vorsichtig zum Mund. Ich beobachtete ihr Gesicht, wie es sich bei der ersten Berührung entspannte und dann fast unmerklich erstarrte. Sie kaute langsam nachdenklich als Versuche, sie einen komplexen Text zu entziffern. Dann war ich in der Reihe. Der Pfirsich glitt kalt und glatt von dem metallenen Löffel auf meine Zunge. Sie war süßer als jeder Pfirsich, den ich je vom Markt oder vom eigenen, längst gefällten Baum gekannt hatte. Das Fruchtfleisch selbst hatte keine Faser, keinen Widerstand, es zerfiel bei der geringsten Berührung, zu einem gleichmäßigen Widerstand, es zerfiel bei der geringsten Berührung, zu einem gleichmäßigen seidigen Brie. Es war perfekt weich, frei von jedem feuchten Körnhäuser oder jeder unerwarteten Herbsäurenstelle unter der Haut. Und doch, unter dieser eindringlichen Süße, unter dieser makellosen Textur, lag etwas Abwesendes. Der Geschmack war flach, wie ein lebhaft gemaltes Bild, dem die Tiefe der Schatten fehlte. Es schmeckte nach Pfirsich, gewiss, aber nach der bloßen Idee eines Pfirsich, nach seinem allgemeinsten, eingekochten Wesen, befreit von der Individualität einer bestimmten Sorte, eines bestimmten Bodens, eines bestimmten sonnigen Nachmittags. Er war eingeschlossen, nicht nur im Blech, sondern in seiner eigenen vorhersehbaren Vollkommenheit. Sehen Sie, sagte der Reisende, sein Gesicht hell vor Überzeugung, gleichbleibende Qualität, Sommer im Januar, kein Verderb, kein Verlust. Sein Worte waren mein Strom von Verheißungen, Effizienz, Zuverlässigkeit, eine Befreiung von der Tyrannei der Jahreszeiten und der Unbeständigkeit der Natur. Er malte ein Bild einer Küche, die nie leer war, einer Hausfrau, die nie die Enttäuschung eines faulen Apfels aus dem Keller oder das Scheitern eines nicht fest verschlossenen Glases geleden musste. Diese blechernen Gefäße waren Soldaten in einem Krieg gegen Unsicherheit, und ihr Inhalt war die friedliche, süße Beute. Meine Mutter nickte langsam. Ihr praktischer Verstand erkannte den unbestreitbaren Vorteil, etwas zu besitzen, das nicht verfaulte. Aber in ihren Augen blitzte etwas anderes auf, eine stille Trauer um eine Art von Wissen, das vielleicht überflüssig wurde, das Wissen darum,
wie man den richtigen Reifegrad erkennt, wie man die Lagerung überwacht, wie man mit dem arbeitet, was da. Die Vorführung war beendet. Der Reisende verpackte seinen Dosenöffner, wischte den Löffel ab und ließ die geöffnet auf dem ließ die geöffnete, noch halb volle Dosis auf dem Küchentisch stehen, als ein Geschenk und ein Beweisstück. Nachdem sein Wagen narrend davon gerollt war, blieb eine seltsame Stille zurück, die nur vom Knistern des Herdfeuers durchbrochen wurde. Die Dose stand zwischen einem Korb mit Kartoffeln und einem Teller mit selbstgebackenem Brot. Ein glänzender Eindringling. Später, beim Abräumen, nahm meine Mutter sie schließlich auf. Sie schöpfte die restlichen Pfirsichhälften heraus, die nun in einer Schüssel noch fremder aussah. Und spülte den säuerpartigen Saft weg. Dann ging sie zur Hintertür und öffnete sie zum Abfallhaufen neben dem Schuppen. Mit einem leisen, metallischen Klang landete die leere Dose zwischen den Überresten des Tages. Sie lag da, ihr stumpf, glänzender Zylinderkörper, von einem scharfen, gezackten Rand gekrönt, der in der trüben Winterluft matt blinkt. Direkt daneben, halb vom Schnee bedeckt, lagen die braunen, zusammengeschrumpelten Schalen und Kerngehäuse von Äpfeln, die am Morgen für einen Kuchen geschältet worden waren. Diese organischen Überreste verfielen bereits, verschmolzen langsam mit der Erde, aus der sie kamen. Die Dose hingegen war unveränderlich. Ein seltsames Artefakt der neuen Zeit. Sie würde nicht verrotten. Sie würde nur rosten, sehr langsam ein stummer, blecherner Zeug für einen Geschmack, der süß und zuverlässig und von allem abgeschnitten war, für sie einst lebendig gemacht hatte. Der Wecker klingelte nicht mehr mit dem sanften, vertrauten Krähen des Hahns vom Hof, sondern mit dem scharfen, mechanischen Rattern, das durch die Stille des städtischen Zimmers schnitt. Es war 1915 und die Kleinstadt, in der ich nun lebte, wuchs mit einem leisen, unaufhaltsamen Dröhnen, das Geräusch von Ziegelsteinen, die auf Ziegelsteine gesetzt wurden, und das ferne, rhythmische Klopfen der Eisenbahnschwellen. Die Farm mit ihrem Apfelbaum lag hinter mir, eine Erinnerung, die sich mit jedem neuen Gehwegplatten ein wenig mehr verblasste. An diesem Morgen, noch bevor die Sonne die Dachfirste der Hauptstraße erreichte, zog ich mich in der kühlen Dämmerung an. Die Aufgabe war einfach fast banal. Brot kaufen. Es war keine Notwendigkeit mehr, den schweren Steinbackofen zu heizen, den Teig aus dem Gärkorb zu stürzen und die lange, heiße Wartezeit zu überwachen. Stattdessen war es ein kurzer Gang durch Straßen, die nach nassem Pflaster und raus aus 100 Schornsteinen rochen. Das Ziel war die Bäckerei in der Ecke 3. An der Ecke der Hauptstraße ein schmales Backsteinhaus mit einem großen, milchig verglasten Schaufenster, hinter dem sich pyramidenförmig Berge von Brotleiben auftürmten. Schon von weitem, noch bevor ich die Tür erreichte, umfing mich der Duft. Es war eine wohlige, körperliche Wärme, die durch die kalte Morgenluft drang. Ein Geruch von reiner, goldener Verheißung. War durchdringender und konzentrierter als der Duft des eigenen Backofens je gewesen war. Eine dichte Wolke aus Hefe
und karamellisiertem Getreide, die einen sofort in ihren Bann zog. Ich trat ein und eine Glocke über der Tür kündigte mein Kommen. Und da hielt sie hier drinnen war eine feste, trockene Wand, die gegen die Kälte der Straße stand. Sie drang durch den Mantel, wärmte das Gesicht und ließ die Augen leicht tränen. Hinter der hohen Theke aus dunklem Holz wirkte der Bäcker, Herr Schmidt, wie ein gutmütiger Dämon in seinem Reich. Sein weißes Hemd war in den Ärmel hochgekrempelt, die Unterarme von einer lebenslangen Vertrautheit. Mit Hitze, mit einem Netzwerk feiner, weißer Narben gezeichnet. Überall standen Körbe voller knuspriger Brötchen, und auf den Regalen dahinter ruhten die großen Leiber. Dunkle Roggenbrot mit glänzender Kruste, helle Weizenbrote, die wie polierte Steine aussahen, und die einfachen, runden Mischbrote, nach denen ich gekommen war. Das übliche »Junger Mann«, rief Herr Schmidt, seine Stimme heiser von der frühen Stunde und dem ständigen Einatmen von Mehlstaub. Ich nickte und ergriff mit einem großen hölzernen Schieber in das Regal, packte einen der Leiber an seine Seite und legte ihn auf die Theke. Das Geräusch war ein dumpfes, solides Talk. Bevor ihn im Papier wickelte, erlaubte mir, ihn zu berühren. Ich legte beide Hände darauf auf. Das Gewicht war erstaunlich. Ein angenehm dichtes, wärmespeicherndes Gewicht. Die Kruste war rau und samtfarben mit tiefen, unregelmäßigen Rissen, die wie ein ausgetrocknetes Flussbett aussahen. Sie fühlte sich fest und doch zerbrechlich an. Die Unterseite, die er mir zeigte, war gleichmäßig gebräunt, fast wie Leder, und noch warm vom Stein des Ofens. Es war ein wunderbares, vollkommenes Brot. Ich bezahlte die paar Cent und wickelte es sorgfältig in 2 Lagen braunes Papier, das sofort transparente Fettflecken von der Wärme zeigte. Ein gutes Brot heute, sagte Herr Schmidt, während das Paket mit einer Schnur band. Das Mehl ist erstklassig. Kommt jetzt alles aus der neuen Großmühle in Millersburg. Sagte es mit einer Mischung aus Stolz und Resignation, während einen Blick auf die großen weißen Säcke warf, die in einer Ecke des Ladens gestapelt waren. Sie waren nicht aus grobem Leinen, wie ich es von der alten Windmühle am Fluss kannte, sondern aus maschinengätem, blau bedrucktem Baumwollstoff. Auf jedem prangte der gleiche serifenlose Schriftzug. Millersburg, das ist weit weg, bemerkte ich die Geographie des Staates in meinem Kopf abtastend. 100 Meilen den Schienen nach, bestätigte er und wischte sich die Hände an seiner Schürze ab, malen dort Tag und Nacht. Das Mehl ist feiner, gleichmäßiger. Kein Steinmehl, kein Mäusekott, wie manchmal in den alten Mühlen. Seine praktische Zustimmung war deutlich. Diese Zuverlässigkeit, diese Reinheit, das war Fortschritt. Dann fügte er fast beiläufig hinzu, während er sich umdrehte, um einem anderen Kunden zu dienen. Und die Hefe, die ist auch neu, kommt getrocknet in kleinen Papierpäckchen, hält ewig. Man muss keinen Sauerteig mehr füttern wie ein Haustier. Ich verließ den Laden, das eingewickelte Brot fest an die Brust gedrückt. Seine Wärme durchdrang das Papier und meinen Mantel, ein tröstlicher Kern in der kühlen Morgenluft. Der Duft, der nun von meinem Paket ausging, war betörend. Zu Hause angekommen, legte ich es auf den Küchentisch
und entfernte vorsichtig das Papier. Da kreuste ne Stätte leise. Ich schnitt ne dicke Scheibe ab. Das Innere war von einer perfekten, luftigen Krüme, gleichmäßig wie ne Wabe, mit keinem großen, unregelmäßigen Blasen, wie sie der wilde, hausgemachte Sauerteig oft produzierte. Der Geschmack war hervorragend. Nassig, leicht salzig, mit einer subtilen Süße der Malzextrakte, die Herr Schmidt zugab. Es war vielleicht das beste Brot, das ich je gegessen hatte. Doch während ich kaute, begann sich etwas zu verschieben. Die Herkunft des Brots, die einst so unmittelbar gewesen war, begann sich zu verschleiern, sich in eine Kette von Unbekannten aufzulösen, das Weizenkorn. Es war irgendwo auf einem Feld gewachsen, das ich nie gesehen hatte, von einem Farmer, den ich nie kennen würde, 100 Meilen entfernt. Es war von einer Maschine gedroschen worden, die ich mir nicht vorstellen konnte, in einer Mühle, die Tag und Nacht malte, zu einem weißen, staubfeinen Pulver verarbeitet, das in blau bedruckten Säcken reiste. Die Hefe war kein lebendiger, duftender Brei mehr, den man von einem Nachbarn bekam und wach hielt, sondern eine dehydrierte Spur in einer Papierhülle, eine Schlafschönheit, die nur auf warmes Wasser wartete. Selbst die Hitze, die es backt, kam nicht mehr von genau dem Holz, das ich gespalten hatte, sondern von einer großen zentralen Kohlefeuerung im Keller der Bäckerei. Das Brot in meiner Hand war wunderbar, aber es war ein Botschafter, ein Abgesandter. Seine Wärme war echt, sein Geschmack ausgezeichnet, doch die Welt, die es repräsentierte, war eine Trennung. Die Mühe war ausgelagert, die Quelle anonymisiert, die Verbindung zur ursprünglichen Substanz, dem Getreide, dem Boden, der Saison, durch eine lange, effiziente und undurchsichtige Kette der Logistik ersetzt. Ich biss weiter, genoss den Komfort, die Zuverlässigkeit und spürte gleichzeitig, wie sich eine neue, leise Art von Einsamkeit ausbreitete. Dort, wo früher die Gewissheit der eigenen Hände und der eigenen Ressourcen gewesen war. Der Duft der Bäckerei hing noch in meiner Kleidung, aber er erzählte jetzt eine andere Geschichte. Nicht mehr von einem einzigen Ofen und einem einzigen Bäcker, sondern von 100 Meilen Schienen, von großen Mühlen und kleinen Papierpäckchen. Das Brot war da, es war nahrhaft, es war köstlich, aber es kam nicht mehr von hier. Das Summen war das Erste, was man bemerkte, ein leises, gleichmäßiges Vibrieren, das sich unter alle anderen Geräusche des Hauses mischte. Es war kein Geräusch der Natur, kein Wind in den Bäumen oder Brummen von Insekten. Es war ein mechanisches Atmen, ein Zeichen dafür, dass in unserem Zuhause nun etwas Lebendiges aus Stahl und Strom wohnte. Das Jahr waren 1927 und die weiße Kiste stand in der Ecke der Küche, glatt, aufrecht und fremd wie ein Besucher von einem anderen Stern. Sie war unser erster elektrischer Eichtrank. Und ihre Ankunft war ein Ereignis gewesen, das den ganzen Nachmittag in Anspruch genommen hatte. 2 Männer in Overalls hatten sie auf einem Flaschenhandwagen die Hintertreppe heraufgeschleppt, ihre Gesichter rot vor Anstrengung. Die Kiste selbst, in eine grobe Decke gehüllt,
wirkte monolithisch. Als sie die Decke abnahmen, traf das Weiß die Augen mit fast schmerzhafter Helligkeit. Es war kein warmes, cremiges Weiß, sondern das kühle, glasige Weiß vom Porzellanmehl, das das spärliche Licht der Küche reflektierte. Die Oberfläche war makellos glatt, ohne einzige Scharte, oder den Abdruck eines Werktraugs, eine Perfektion, die unsere alten Hölzermöbel mit ihren Kratzen und Wasserrändern plötzlich schäbig aussehen ließ. Vorn prangte eine große verkrummte Türklinke, die so glänzend war, dass man sein verzerrtes Gesicht darin sehen konnte. Die Männer schraubten mit ernster Miene einen schweren, zylindrischen Motor. Auf die Oberseite ein schwarzes, ölig glänzendes Ding mit gewickelten Kupferspulen, das wie das Herz eines mechanischen Tieres aussah. Dann steckten sie einen steifen Tieres aussah. Schwarzende Mischloch in ein Abflussrohr unter der Spüle verbanden das Ganze mit einem dicken, geflochtenen Kabel mit der neuen Steckdose an der Wand und traten zurück. Ein Knopf wurde gedrückt, ein leises Klicken, dann begann das Summen, erst zögernd, dann sich in jenes stetige, beruhigende Brummen einpendelt, das fortan den Hintergrund unserer Tage bilden sollte. Die eigentliche Magie aber verbarg sich hinter der schweren Tür. Meine Mutter öffnete sie vorsichtig, als fürchte sie, etwas zu stören. Ein kalter Hauch strömte heraus. Ein trockener, künstlicher Haus, der nichts mit der feuchten Kühle des Wurzelkellers gemein hatte. Im Inneren war alles in einem gespenstischen, milchigen Weiß gehalten. Die Wände, die Regale, selbst die Turinnenseite waren aus dem gleichen glasierten Porzellan. Ein kleines, angebautes Licht ging an und beleuchtete den kargen, hygienischen Raum. Oben unter einer perforierten Metallplatte lag der eigentliche Zauber, ein Block aus künstlich erzeugtem Eis in einem eigenen, abgetrennten Fach. Unten gab es Bladgerflächen für Milchflaschen, Butterdosen, Schüsseln mit übrig gebliebenem Essen. Das Wunder war der künstlich erzeugte kalte Raum selbst. Hier konnte man Kälte besitzen, sie einschalten wie das Licht, unabhängig von der Jahreszeit. Man musste nicht mehr auf den Eismann warten, der schmutzige Blöcke in eine Sinkwanne brachte. Die Kälte wurde hier in diesem weißen Schrein ständig und zuverlässig. Die Kälte wurde hier in diesem weißen Schrein ständig und zuverlässig neu geboren. Es gab jedoch eine neue kleine Pflicht, die mit dieser Freiheit einherging. Tief unten im Inneren, versteckt hinter einer kleinen Klappe, befand sich ein flacher, schwarzer Abflussbehälter aus emailliertem Stahl. Der Motor erzeugte nicht nur Kälte, sondern auch als Nebenprodukt seines Wirkens Tauwasser. Kurz nach dem Frühstück musste ich nun auf die Knie gehen, die Klappe öffnen und den Behälter vorsichtig herausziehen. Er war oft halb voll mit klarem, kaltem Wasser, das sich gesammelt hatte, die Feuchtigkeit, die den Lebensmitteln entzogen worden war. Ich trug ihn zur Spüle und leerte ihn aus. Das Wasser rauschte in den Abfluss, ein kleines, tägliches Ritual der Wartung für den modernen Haushalt. Es war eine unbedeutende Aufgabe, aber sie verankerte das Wunder im Alltag, erinnerte einen daran,
dass diese Magie eine Maschine war, die gepflegt werden wollte. Die Veränderungen, die die weiße Kiste brachte, waren leise, aber gründlich. Da Milch früher ein flüchtiges Gut, das an heißen Tagen schnell sauer wurde, konnten wir 2-3 Tage lang stehen, ohne zu kippen. Die Butter blieb fest, die Reste vom Sonntagsbraten verdarben nicht mehr am Montag. Und dann waren da die Eiswürfel. Ein kleines Metall-Tetrablech mit 12 Fätchen stand nun im Gefrierfach. Man füllte es mit Wasser und am nächsten Tag hatte man 12 perfekte, klar Quader, hart wie Diamanten. Sie klirrten musikalisch in einem Glas. Gelegentlich an einem besonders schwülen Abend gab es nun Limonade mit diesen Eiswürfeln. Ein kleiner Luxus, der früher undenkbar gewesen wäre. Der tägliche Rhythmus des Einkaufens und Kochens begann sich zu lockern. Man musste nicht mehr jeden Tag auf den Markt. Man konnte Vorräte für 2 Tage kaufen. Das Gefühl der Dringlichkeit, alles sofort zu verbrauchen, verblasste. Es war eine Befreiung von der ständigen Uhr der Verderblichkeit. Doch mit dieser Freiheit kam auch eine subtile Entfremdung. Die Kiste stand da und samte ein autarkes Königreich. Ihre Kälte war Steriling, eine reine Abwesenheit von Wärme. Nicht die lebendige, erdige Kühle des Kellers, die nach Kartoffel und Rübenrosch. Die Lebensmittel darin waren stei, Lebensmittel darin waren von der gleichen glatten, weißen Wand umgeben, die sie von der Küche, von den Gerüchen und der Wärme des Lebens isolierte. Sie wurden aufbewahrt, aber sie schienen auch in der Schwebe zu sein, ihrem Verfall nur ausgesetzt, nicht mehr Teil des organischen Kreislaufs von Reifen und Vergehen. Das Summen des Motors war ein konstantes, beruhigendes Versprechen der Kontrolle. Aber manchmal, in der tiefen Nacht, wenn alle anderen Geräusche schwiegen, hörte sich an wie das Schlagen eines künstlichen Herzens in der Dunkelheit der Küche, ein Rhythmus, der vom Drähten und nicht vom Blut gespeist wurde. Die Magie war real, der Comfort unbestreitbar. Doch sie kam in einer weißen, sammelnden Kiste, die uns eine neue Art von Stille brachte. Die Stille der Unterbrechung eines alten, mühevollen, aber vertrauten Gesprächs zwischen unserer Nahrung, der Zeit und den Elementen. Die Welt draußen war ein einziges, großes, knisterndes Papier, zerknüllt und flachgedrückt von der Last der Jahre, 1935. Die Große Depression hatte nicht den lauten Kraft eines Zusammenbruchs gemacht, sondern das leise, anhaltende Geräusch des Mangels, das Knarren eines leeren Stuhls am Küchentisch, das schüttere Klappern weniger Münzen in der Blechdose, der Blick, der über die Rechnung glitt und dann aus dem Fenster auf die stille, hoffnungsame Straße wanderte. In unserem Wohnzimmer war der einzige Ort, an dem noch etwas wie Fülle zu existieren schien. Eine schwarze Bakelit-Box mit einem grünlich schimmernden Zifferblatt in der Mitte. Das Radio. Es war ein Abendritual geworden, so fest wie das Burton. Nach dem sparsamen Abendessen, bei dem jedes Stück Brot zweimal überlegt wurde, versammelten wir uns das Möbelstück, als wäre es ein Herd, der eine andere Art von Wärme ausstrahlte. Mein Vater löschte die Petroleumlampe, Öl zu sparen, und ließ nur das schwache, gespenstische Glimmen des Röhrenradios zurück.
dass die Gesichter in sanfte Schatten und Höhlen tauchte. Dann drehte den schweren Bakelit-Knopf. Zuerst kam das Rauschen, ein weißes, statisches Meer, das wie ferne Brandung klang. Dann mit feinfühligem Drehen tauchte aus der Tiefe eine Stimme auf, klar und nah, als säße der Sprecher mit uns auf dem Sofa. Es war die Stunde der Kochsendung. Freunde der heimischen Küche, begann die Stimme. Ein Bariton, der in Honig und Vertrauen getaucht schien. Er war sanft, aber autoritätsväterlich ohne Strenge, ein Freund, der in dieser Zeit der Verunsicherung genau zu wissen schien, was zu tun war. Es brach nicht zu einer Masse, sondern direkt zu meiner Mutter, die mit gefalteten Händen auf der Kante ihres Sessels saß, ihr Blick auf das dunkle Gitter des Lautsprechers gerichtet, als könnte sie den Mann dahinter sehen. Heute Abend, flüsterte die Stimme, betraulich durch das Rauschen. Wollen wir etwas Besonderes zaubern? Wollen wir etwas Besonderes zaubern? Etwas, das Ihre Familie beeindrucken wird, ohne Ihre Haushaltskasse zu belasten. Wir nennen es den magischen Kasserolentrum. Die Beschreibung, die folgte, war keine Anleitung für Hände, die Teig kneteten oder Gemüse schnitten. Es war eine Einladung in ein Bild müheloser Eleganz. Er beschrieb die Zutaten nicht als Produkte der Erde, sondern als Schätze aus dem Regal. Nehmen Sie einfach eine Packung des funkelnden, fruchtigen Jello, sagte er, und die Worte funkelnd und fruchtig klangen wie Versprechen von Glamour und Süße. Und kombinieren Sie es mit der reichen, cremigen Vollkommenheit einer Dose Campbell's Cream of Mushroom Soup, diese wunderbare Suppe immer gleich bleibt gut ist. Das Geheimnis jeder gelungenen Sauce. Die Stimme drang ein, intim und öffentlich zugleich. Sie füllte die Dunkelheit unseres Wohnzimmers, überbrückte die Meilen zwischen dem Sendemast in der großen Stadt und unserer bescheidenen Stube. Sie war ein Gast, der hereinkam, ohne anzuklopfen, und doch war sie willkommen, denn sie brachte Geschenke mit. Versprechen. Sie versprach Medening Bequemlichkeit. Sie versprach, dass Glamour nicht teuer sein musste, dass in einer bunten Schachtel und einer rot-weißen Dose auf sie wartete. Sie normalisierte das Ungewöhnliche, indem sie es als logischen, fortschrittlichen Schritt darstellte. Warum standen lange Grundsauce aus Knochen kochen, wenn Campbells die Arbeit bereits perfekt erledigt hatte? Warum mit wackeligen, hausgemachten Gelees kämpfen, wenn Jello jedes Mal perfekt geleerte in leuchtenden Rüben oder Limettenfarben? Meine Mutter hörte aufmerksam zu. Ich sah, wie ihre Finger, die normalerweise unruhig waren, jetzt still lagen. In ihren Augen spiegelte sich das grüne Licht des Zifferblatts, und ich konnte die Gedanken darin wirbeln sehen. Die beschriebenen Gerichte klangen fremd. Eine Kasserolle, in der sie süße, wackelige Früchte mit einer cremigen Pilzsauce vermischten. Aber die Stimme ließ keinen Raum für Skepsis. Sie war zu sicher, zu tröstlich. Sie sprach von Seitespanis und kostengünstiger Eleganz, von ihren Lieben mit einem modernen Gericht überraschen. In einer Zeit, in der das Alte, das Selbstgemachte, mit Mühe und oft mit Entbehrung verbunden war, klang diese neue Logik wie eine Rettung. Es war eine Alchemie der Verpackung. Aus drei vorbearbeiteten, haltbaren, erschwinglichen Dingen konnte man etwas schaffen, das nach Überfluss und sogar nach Luxus schmeckte.
Die Werbeunterbrechung war nahtlos, Teil des gleichen beruhigenden Gesprächs. Erinnern Sie sich, liebe Hörer, säuselte die Stimme, dass diese Qualitätsprodukte in Ihrem Lebensmittelgeschäft um die Ecke auf Sie warten. Stellen Sie sich den Ausdruck in den Augen Ihres Mannes vor, wenn er diesen magischen Kasserollentraum probiert. Es war mehr als nur ein Verkauf. Es war die Schaffung einer neuen Normalität. Die Stimme flüsterte nicht nur Rezepte, sie flüsterte eine neue Identität. Die der klugen, modernen Hausfrau, die mit den Mitteln ihrer Zeit arbeitete, die sich nicht mit dem Alten abmühte, sondern die Bequemlichkeiten der neuen Zeit klug nutzte, um ihre Familie zu nähren, Zeit klug nutzte, um ihre Familien Zeit klug nutzte, um ihre Familien Zeit klug nutzte. Als die Sendung endete und in ein Seifenspiel überging, blieb die Stimmung im Raum hängen. Das Summen des Radios war das einzige Geräusch. Mein Vater zerfitzte leise, ein Geräusch, das mehr mit der Schöpfung als mit Kritik zu tun hatte. Meine Mutter stand auf und ging zur Küche. Ich folgte ihr und sah, wie sie den Vorschrank öffnete, nicht den kühlen, dunklen Raum, in dem wir einst Äpfel und Eingemachtes lagerten, sondern den schmalen Schrank mit den gekauften Dingen. Dort standen, neben dem Mehl und dem Zucker, ein paar solche modernen Artefakte. Eine schlanke Schachtel mit der Aufschrift Yellow Erdbeergeschmack und eine einzelne rot-weiße Dose mit dem ikonischen Medaillon. Sie nahm die Dose heraus. Sie war kühl und glatt in der Hand, ihr Gewicht vorhersehbar. Sie betrachtete sie nicht mit der misstrauischen Faszination, mit der meine Großmutter die erste Blechdose war, sie betrachtet hatte, sondern mit einem nachdenklichen, fast hoffnungsvollen Blick. Hier war etwas, das nicht verderben konnte. Etwas, das immer gleich schmeckte. Etwas, das ein versprochenes Gefühl von Fülle und sogar Festigkeit in diese karge Küche bringen konnte für nur ein paar Cents. Die Flüsterungen der Wellen aus dem Radio hatten ihre Arbeit getan. Sie waren durch die Wände gedrungen, hatten die Privatsphäre der Küche mit einer öffentlichen, kommerziellen Erzählung durchdrungen, in schweren Seiten, in denen das vertraut mit Not verbunden war, boten diese geflüsterten Versprechen einen Weg nach vorn, einen Weg, der von der Mühe des Selbermachens wegführt und hin zu der tröstlichen, standardisierten Sicherheit der verarbeiteten Zutat. Die Stimme war verstürmt, aber ihr Echo blieb, eingraviert in die Stille und in den bescheidenen Inhalt des Vorschranks. Ein leises Mantra der Moderne, das sagte, dass Rettung oder zumindest ein Hauch von Glamour in einer bunten Schachtel und einer Dose zu finden sei. Der Lärm war eine konstante physische Präsenz, ein metallenes Atmen, das in den Knochen vibrierte. Es war kein einzelnes Geräusch, sondern ein Gewebe aus ihnen. Das stetige, rasselnde Grollen der Förderbänder, das scharfe, rhythmische Klacken der Stanzen, das tiefe, surrende Dronen der riesigen Autoklaven, in denen der Druck aufgebaut wurde. Die Luft in der Konservenfabrik im Jahr 1944 war dick und warm, geschwängert mit einem gleichmäßigen, alles durchdringenden Geruch, der süßliche, leichterdige Dunst von gekochten grünen Bohnen,
überlagert von der scharferen Not von sterilisiertem Blech und Maschinenöl. Jedes Einatmen schmeckte nach dieser Mischung nach Industrie und eingekochtem Grün. Meine Hände bewegten sich im Takt eines Rhythmus, den ich nicht kontrollierte. Vor mir zog das endlos gamierte Fließband vorbei, ein schwarzer Fluss, auf dem ein ununterbrochener Strom von grünen Bohnen schwamm. Sie kamen aus einer großen, vibrierenden Trommel, gewaschen und vorsortiert, jede einzelne. Ein identisches, smaragdfarbenes Stäbchen ihres natürlichen Biegens und Knickens bereits beraubt. Meine Aufgabe war einfach. Mononots, Absolutbohnen, die zu kurz, zu dick oder verfärbt waren, aussortieren und in einen Abfallbehälter werfen. Nur die perfekten Exemplar dürften die Reise fortsetzen. Hin zu den schneidenden Messen, die sie in mundegerechte Stücke zerlegten, und weiter in die blechernen Höhlen der Dosen, die mit heimischen Chunk vorbeiratteten. Meine Hände, einst gewohnt, das individuelle Gewicht eines Apfels oder die rohe Kruste eines Brotleibs zu spüren, waren nun zu sensiblen, aber entmündigten Werkzeugen geworden. Sie führten eine winzige, repetitive Prüfung durch, einen kleinen Teil eines riesigen, unpersönlichen Prozesses. Die Haut an den Fingerspitzen war von der ständigen Feuchtigkeit und den Kontakt mit dem Gemüse aufgeweicht, fast wechselnd durch die hohen, schmutzbedeckten Glasfenster. Unter dem Dach fielen schräge Sonnenstrahlen herein. Sie schnitten durch den dämpfigen Tanz der Fabrik und schufen sichtbare Bahnen, in denen Milliarden von Staubpartikeln und Wassertröpfchen tanzten wie winzige, wirre Galaxien. In diesem Licht sah die Szenerie fast fremdartig schön aus, eine Kathedrale der Effizienz. Die riesigen verzierten Gusseisensäulen, die das Dach trugen, waren mit einem Jahrhundert alter schwarzer Farbe bedeckt. Dampfschweden sichten aus Ventilen entwickelten sich Maschinen, die wie ruhende Dinosaurier aussahen. Das Grün der Bohnen auf dem schwarzen Band wirkte in diesem diffusen, staubigen Licht unnatürlich lebendig ein letzter, verzweifelter Hinweis auf ein Feld, das irgendwo existiert haben musste. Doch hier gab es keinen Bohnen, keinen Wind, keine Insekten. Nur die Geometrie der Effizienz, die geraden Linien der Bänder, die präzisen Kreise der Dosen, die rechteckigen Öffnungen der Fülltrichter. Und mit jeder Dose, die gefüllt, verschlossen und in den brutalen Autoklaven zum Sterilisieren geschickt wurde, dachte ich an die Soldaten, irgendwo in schlammigen Gräben in Europa oder auf heißen, staubigen Inseln im Pazifik, würden Männer diese Bohnen öffnen. Sie würden sie aus der Dose schütten, vielleicht kalt, vielleicht über einer klapprigen Feldküche erwärmt. Sie würden sie essen, diesen Treibstoff aus Stärke und Konservierungsmitteln, und sie würden keinen Gedanken an das Feld verschwenden, auf dem sie gewachsen waren. Sie würden den Boden nicht riechen, nach einem Sommerregen oder das starte Klicken der Bohnen hören, wenn man sie in eine Schüssel pflückt. Die Nahrung war vollständig von ihrer Quelle losgelöst, zu einer reinen, funktionalen Sache reduziert, Kalorien in einer Blechhülle, designt für den Transport und das Überleben, nicht für das Erlebnis. Diese Bohnen
waren keine Früchte einer bestimmten Erde mehr. Sie waren Produkte einer Fabrik, Munition in einem anderen Krieg, dem gegen den Hunger und die Verderblichkeit. Meine eigenen Hände, die non-mechanisch die perfekten von den unperfekten Bohnen trennten, waren ein winziges Zahnrad in dieser riesigen Maschine der Versorgung. Die Bewegen, greifen, inspirieren, weiterleiten oder verwerfen, war so einverleiht, dass mein Geist frei war, zu wandern. Wanderte zurück zu den Händen meiner Mutter, wie sie die Apfelschnitz in die Kupfertöpfe legte, jede Bewegung mit Absicht und Sorge. Wanderte zu den Händen des Bäckers Schmidt, wie den Leib auf die Theke legte, ein Produkt seiner eigenen, wenn auch bereits entfernten Kunst. Meine jetzige Arbeit hatte keine Kunst, keine Sorge im individuellen Sinne. Die Sorge war in die Maschinen eingebaut, in die Seiteinstellung der Autoklaven, in die Präzision der Schneidwerke. Meine Verantwortung galt dem Ausschluss des Fehlers, der Aufrechterhaltung des reibungslosen Flusses. Es war eine Art von Macht, gewiss Teil von etwas zu sein, das ganze Armeen ernährte, aber es war eine anonyme und individualisierte Macht. Eine schrille Pfeife ertönte, die die Mittagspause signalisierte. Das rasselnde Bänder erstarb zu einem grollenden Echo, dann zur Stille, die nur vom Tropfen von Kondenswasser und dem fernen Summen der Elektrik unterbrochen wurde. Ich zog die schwere Schürze und legte sie über einen Haken. Meine Hände zitterten leicht, nicht vor Anstrengung, sondern von der plötzlichen Unterbrechung der Vibration. Ich ging zu dem kleinen, vergitterten Fenster in der Pausenraumwand und blickte hinaus auf die Gleise hinter der Fabrik. Dort wurden Kisten mit fertigen Dosen, jede gefüllt mit ihrem Feld in eine Box, auf Güterwaggons verladen. Sie würden quer durch das Land rollen, zu Häfen, zu Lägern, zu den Fronten. Die Arbeit war abstrakt geworden, ihre Früchte unsichtbar. Ich hatte den Boden nicht berührt, der diese Bohnen trug. Ich würde die Gesichter der Männer nie sehen, die sie aßen. Alles, was blieb, war das Gefühl des Fließbands unter meinen Ellbogen, der Geruch von Dampf von Blech in der Nase und das leise anhaltende Summen der Fabrik, das selbst in der Stille weiter zu tönen schien, das Lied einer neuen, mächtigen und zutiefst entfremdeten Art der Nahrung. Das neue Wohlstadthaus roch nach frischer Farbe, nach dem chemischen Duft neuer Teppiche und nach einer Art von Stille, die es auf der Farm nie gegeben hatte. Eine Stille, die nicht von der Abwesenheit von Geräuschen, sondern von ihrer Gleichmäßigkeit kam. Dem konstanten Surren des Kühlschranks, dem leisen Brummen des Transportators an der Straßenecke. Es war 1955 und die Küche war ein Heiligtum der glatten Oberflächen. Laminierte Arbeitsplatten in Eierschalenfarbe, chromblitzende Wasserhähne, Schränke mit Türen, die mit einem leisen, saugenden Geräusch schlossen. In dieser sterilen Umgebung lag das Abendessen noch in seiner Schachtel, auf der Theke ein rechteckiges Versprechen aus Karton und Aluminium. Es war eine TV-Dinner, Schale ein Begriff, der nach Sternenflotten und Raketen klang. Die Schachtel zeigte eine idealisierte Darstellung des Inhalts in schreiend bunten Farben.
Ein Scheibe Brustfleisch von einem Truthahn, der nie gefedert hatte, flankiert von einem Hügel makellosen Meespreis und einem quadratischen Stück Apfelkuchen. Alle sauber durch aufgedruckte Linien in ihren eigenen Abteilen getrennt. Die Wahrheit war eingeschlossen, unsichtbar, unter einer silbernen Abdeckung. Das Auspacken war ein Ritual mit der Präzision einer Laborprozedur. Zuerst wurde die Schachtel geöffnet, ihr Karton steif und neu. Dann kam die eigentliche Schale zum Vorschein und Fläschchen aus gepresstem Aluminium geformtes Table Breed mit 3 vertieftem Fächen. Über jedem Fach lag eine dünne Schicht Aluminiumfolie, die mit einem matten Silber glänzte und fest an den Rändern umgeschlagen war. Die Anweisungen auf der Schachtel waren klar in einer seraphenlosen, autoritativen Schrift. Oven auf 425 Grad Fahrenheit vorheizen. Folie entfernen. Auf mittlerer Schiene 25 Minuten backen. Mit fast zeremonieller Aufmerksamkeit begann der Prozess. Die Ecken der Aluminiumfolie wurden vorsichtig mit den Fingernägeln gelöst. Ein leises, knisterndes Geräusch in der stillen Küche. Das Abziehen der Folie war eine Offenbarung. Darunter lagen die Lebensmittel, aber sie sahen nicht aus wie irgendetwas, das jemals in einer Pfanne gebraten oder in einem Topf gerührt worden war. Die Farben waren unnatürlich hell, fast fluoreszierend. Das Truthahnfleisch hatte eine gleichmäßige, graubeige Farbe, überzogen mit einer glänzenden, bernsteinfarbenen Sauce, die wie lackiert aussah. Der Mesbre war ein perfekter, kanariengelber Kegel, seine Oberfläche glatt wie Gips. Ohne Oberfläche glatt wie Gips, ohne einen einzigen Luftbläschen oder Butterfleck. Das Stück Apfelkuchen in seinem viereckigen Fach sah aus wie aus einem einzigen Stück geschnitzt, mit einer gleichmäßig Browning. Körnigen Streuseloberfläche, unter der sich eine Schicht von etwas hellrotem andeutete, das wie eingefärbte Gelee-Masse wirkte, nicht wie eingekochte Äpfel. Es roch noch nach gar nichts, nur nach dem leichten, metallischen Haut des Aluminiums. Der Ofen war der technische Verbündete, der dieses Mal ermöglichte. Er war kein offener, unberechenbarer Holzherd mehr, sondern ein weißes emailliertes Gerät mit einem großen Glasfenster in der Tür und einem verchromten Drehknopf für die Temperatur. Sein Innenraum war mit glänzenden, reflektierenden Bändern ausgekleidet, ein kleiner, sauberer Ofen für die Raumfahrt. Das Vorheizen hatte ein leises Klicken und dann ein tiefes, sich ausbreitendes Summen erzeugt, das Wärme versprach, die genau und kontrolliert kommen würde. Die Aluminiumschale glitt auf das mittlere Gitterrost. Ein perfektes Rechteck in einem perfekten Rechteck. Die Tür wurde mit einem sanften, aber sicheren Druck geschlossen, ein gedämpftes Husch aus Gummidichtungen. Dann kam der wichtigste Teil, der Timer. Ein kleiner, runder Plastikknopf an der Vorderseite des Ofens mit Zahlen von 0 bis 60 Knopf an der Vorderseite des Ofens mit Zahlen von 0 bis 60 dreht, und mit einem befriedigenden Klicken begann ein leises, mechanisches Ticken. Es war kein Geräusch der Ungeduld, sondern der Gewissheit. Dieser Timer war
Der Zauber der Wärme und Zeit bändigte. Man musste nicht daneben stehen, nicht rühren, nicht mit nem Holzspieß testend. Man vertraut. Die Maschine würde das Essen genau richtig garen und dann mit einem schrillen, elektrischen Klingeln seine Aufgabe beenden. Diese kleine Drehung des Kampfes war eine mächtige Geste der Delegation. Alle Mühe des Zubereitens, des Schneiden, des Braten, des Würten, des ständige Wachen war in diesen einen Akt der Einstellung zusammengefasst. Man konnte sich abwenden. Das Abendessen war jetzt in den Händen der Technologie, sicher eingeschlossen in seinen Aluminiumkochen, während die unsichtbaren Heizspiralen ihre gleichmäßige, trockene Hitze ausstrahlten. Durch das Glasfenster konnte man beobachten, wie sich die Transformation langsam vollzog. Zuerst geschah nichts. Die Schale lag da, ein kaltes, metallisches Artefakt. Dann begann die Sauce auf dem Truthhahn leise zu blubbern. Winzige Blasen, die aufstiegen und platzten. Der Maisbrei verlor langsam seine gypsige Steifheit und begann an den Rändern leicht aufzubrechen. Auf der Oberfläche des Apfelkuchens bildete sich ein feiner Schweiß aus Fett und Zucker. Die unnatürlichen Farben intensivierten sich im heißen Licht der Ofenlampe, wurden gesättigter, aber nicht echter. Der Truthahn nahm einen goldenen Ton an, der Maisbrei ein tieferes, aber immer noch gleichmäßiges Gelb. Es war eine alchemistische Veränderung, die von außen nach innen ging, gesteuert von Radiowellen der Hitze, nicht von der langsamen Durchdringung einer Flamme. Der Geruch, der sich langsam auszubreiten begann, war komplex, aber synthetisch. Er war nicht der tiefe, fleischige Duft eines Bratens, der stundenlang in seinem eigenen Saft geschmort hatte. Es war ein Bouquet aus getrennten Aromen, die sich vermischten. Der salzige, leicht chemische Duft von Brühe und Mononatriumglutamat, der süße, einfache Geruch von Maismehl und Milchpulver, die würzige Süße von Zimt und künstlichem Apfelaroma. Sie füllten die Küche, aber sie schienen keine Geschichte zu erzählen, keinen Ort zu beschwören. Sie erzählten von Fabriken und Mischmaschinen, von standardisierten Rezepturen, die tausendfach in 1000 Aluminiumschalen in diesem Moment im ganzen Land dufteten. Das Klingeln des Timmers dort schnitt die Luft scharf und endgültig. Die Verbindung war unterbrochen. Das Abendessen war fertig. Die Hände, die die Schale mit einem Topflappen aus dem Ofen holten, berührten nur die Ränder des Aluminiums, das jetzt fast zu heiß war, um es anzufassen. Die Mahlzeit dampfte in ihrer eigenen isolierten Welt, ein komplettes Feld in einer Box, ein komplettes Festmahl in einer Schale, bereit, konsumiert zu werden, ohne das Mooswerden, ohne dass ein einziges anderes Geschirrstück schmutzig geworden wäre. Die Zukunft war heiß, praktisch und in 3 sauber getrennte Fächer unterteilt. Die Aluminiumschale, jetzt von einer gefährlichen, strahlenden Hitze, wurde vorsichtig auf ein geflochtenes Tablett aus Bambus gelegt. Ein letzter, ironischer Hauch von Handwerk in diese Prozedur der Bequemlichkeit gelegt. Das Tablett wurde vor den neuen Fernseher getragen. Ein massives Möbelstück aus Walnussfurnier, mit einem winzigen, milchigen Bildschirm in der Mitte, der ein schwaches, flackerndes Licht ausstrahlte. Dort saß ich allein.
Das Summen des Fernsehers, ein hohes elektrisches Sirren, vermischte sich mit dem leisen Kanken der sich abkühlenden Schale. Die Gabel, ein einfacher Stahlsinken, berührte zuerst den Maisbrei. Die Gabel, ein einfacher Stahlsinken, berührte zuerst den Maisbrei. Die Gabel, unter dem Druck widerstandslos nach. Sein Textur war glatt und einheitlich, wie eine warme Paste. Es schmeckte süß und salzig zugleich, ein sofortiger, unkomplizierter Geschmack, der den Mund sofort füllte, ohne ihn zu beschäftigen. Kein Körner, die zwischen den Zähnen nackten, kein ungleichmäßiger Schmelz vom Butter. Dann das Trüffelfleisch, die Gabel durchschnitt es mühelos. Es hatte keine Fassen, die Widerstand leisteten, keine Sehnen oder knorpelige Überraschungen. Es war eine homogene Masse, durchtränkt von der glänzenden Sauce, die jetzt eine klebrige, gelatinöse Konsistenz angenommen hatte. Der Geschmack war davon Geflügel, eine generische, salzige Umami-Note, verstärkt durch Chemie, nicht durch Länge. Erinnerte an nichts. Nichts an einen Hof, nichts an einen Braten, der den Sonntag bestimmte. War einfach da. Warm, proteinhaltig, sättig. Schließlich der Apfelkuchen. Die Gabel durchstieß die krümelige Streuseldecke, die sich wie trockener Sand empfüllte, und traf auf die darunterliegende Füllung. Sie war weich, fast schleimig, von einer gleichmäßigen roten Farbe, die an Lakritz erinnerte. Der Geschmack war eine überdeutliche Symphonie aus Zucker und Zimt, aber die Äpfel darin waren zu einem geschmacklosen Brei reduziert, ihre individuelle Säure und Süße zu einer einzigen, einfachen Süßkraft eingekocht. Das Essen schmeckte alle gleichzeitig. Salzig vom Trüffeln, süß vom Mais und vom Kuchen, stärkehaltig von beiden. Es war eine sensorische Überlagerung, kein Fortschreiten. Es fehlte die Aromenschichten einer selbstgekochten Mahlzeit, bei der jede Komponente in ihrem eigenen Tempo zubereitet wurde, ihre eigenen Gerichte entwickelte und sich dann auf dem Teller zu einem komplexeren Ganzen verband. Hier war alles im selben Moment, im selben Offenzyklus, zur selben Temperatur erhitzt. Wurden die Geschmäcker vermischten sich nicht. Sie koexistierten nur in ihren abgetrennten Aluminiumzellen. Und doch überlagerten sie sich im Mund zu einer einzigen monotonen Erfahrung von Sättigung. Die Tiefbequemlichkeit war unbestreitbar, kein Abwasch, außer der Gabel und der Schäle. Kein Planen, kein Kochen, kein Aufräumen. Es war eine Befreiung von Mühe, ein sauberes, effizientes Transaktionsende des Hungers. Doch unter dieser Bequemlichkeit breitete sich eine leise Entfremdung aus, kalt wie das Aluminium unter den nun lauwarmen Speisen. Dieses Essen hatte keine Vergangenheit. Es war nicht aus Zutaten entstanden, die man gekauft, gewaschen und geschnitten hatte. Es war als fertige Einheit in die Welt getreten, ein Produkt. Man hatte keine Biserium zum aufbauen können. Die Hände hatten es nur berührt, um es aus der Schachtel zu nehmen und in den Ofen zu schieben. Der Fernseher vor mir warf ein blaues, flackerndes Licht auf das Tablett, ließ die leere Schale gespenstisch aufleuchten. In diesem kalten Schein sah sie aus wie ein archäologisches Fundstück einer fremden Zivilisation. Die 3 leeren Fächer, die Ränder der Folie, wo sie abgerissen worden war,
Ein paar zurückgelassene Krümel von Maisbrei, die wie goldene Sand aussahen. Das blaue Licht tilgte alle Wärme, alle Farbe, reduzierte die Mahlzeit auf ihre geometrische Form. Die Effizienz war perfekt, der Hunger war gestillt, die Zeit minimal investiert, die Unordnung gleich null. Aber die Mahlzeit war kein Ereignis mehr. Es gab kein gemeinsames Sitzen, kein Gespräch über den Tag, kein Geräusch von Besteck auf Porzellan, kein Weiterreichen von Schüssel. Es gab nur das Surren des Fernsehers, das gelegentliche Klicken der Gabel auf Aluminium und das blaue Licht, das die Einsamkeit der Vorstadtküche in einen unnatürlichen Schein tauchte. Die Schale enthielt Nahrung, aber sie enthielt kein Ritual, keine Gemeinschaft, keine Spur der Sorge oder der Kunst. Sie war der Endpunkt einer langen Reise, die mit der mühevollen Konservierung der letzten Äpfel begonnen hatte. Die vollständige Trennung des Essens von jeder Erfahrung außer der des Verbrauchs. Man aß und es war vorbei. Die leere Schale war das einzige Zeugnis. Ein stumpf glänzendes, wegwerfbares Relikt einer Zukunft, in der alles einfacher war und alles auf eine stille, unsichtbare Weise weniger bedeutete. Die Autobahn war ein endloser, grauer Fluss aus Beton, der unter den Reifen des Familienwagens ein monotones, surrendes Lied sang. Noch Stunden dieser Bewegung, in denen die Landschaft zu seinem verschwommenen grünen Bronztapet verkommen war, tauchte die Rastet wie eine Hallucinato-Oase auf ein Meer von asphaltiertem Parkplatz, über dem ein riesiges, gelbes Doppelbogenschild thronte, in der untergehenden Sonne wie vergoldetes Neon leuchtend. 1969. Wir fuhren ein, die Räder knirschten über Kies, und mein Vater schaltete den Motor ab. Die plötzliche Stille war nur von einem anderen, konstanten Geräusch durchdrungen, dem leisen mechanischen Summen der Klimaanlagen und dem fernen Drohnen der vorbeireisenden Lastwagen. Die Tür zum Restaurant war schwer aus Glas und verkrummtem Stahl. Ein Stoß warmer, dicke Luft schlug mir entgegen. Als ich sie aufdrückte, eine Luft, die sofort und vollständig von einem einzigen, omnipräsenten Geruch besetzt war. Es war ein fettiger, süßer und salziger Duftkomplex, der jede Faser der Raumluft durchdrang. Das heiße Fett von Pommes frites, das in riesigen Becken brodelte, der fleischige, gebratene Dunst von Rindfleischpasteten, der karamellisierte Hauch von Toastingbrötchen und der durchdringende, säuerliche Duft von Pickles und Zwiebeln. Dieser Geruch war keine angenehme Note. Er war eine totale Besetzung der Sinne, aggressiv und einladend zugleich. Eine klebiose, folternde Kleidung, in den Haaren ein unsichtbarer Film, der einen als Teilnehmer an diesem Ritual markierte. Die sensorische Überwältigung war visuell ebenso komplett. Alles war in grellen, primären Farben gehalten. Feuerwehrware, Sonnengel, Culis, Chrom. Die Möbel waren aus glattem, abwischbarem Kunststoff, die Tische an den Boden geschraubt. An den Wänden blinkten bunte Weberte Film mit übertrieben dargestellten Bögen,
deren Zutaten makellos gestapelt waren, doch das beherrschende Geräusch, das sich über den gedämpften Lärm der Esser legte, war das konstante elektronische Piepen der Kassen. Beip. Eine Bestellung wurde aufgegeben. Beip. Eine Summe wurde berechnet. Beip. Es war der Herzschlag des Ortes. Ein digitales, unermüdliches Signal des Umsatzes. Davor bewegten sich die Menschen in einer seltsamen, choreografierten Ruhe. Sie standen in einer schnurgeraden Schlange, ihre Blicke auf die leuchtende Menütafel. Über der Theke richtete die in plastischen Buchstaben die gleichen Optionen auflistete, die überall im Land zu finden waren. Die Geschwindigkeit des Vorgangs war verblüffend. Kaum hatte mein Vater unsere Bestellung genannt. Eine Nummer, kein Gericht, wiederholte ein Teenager in einer uniformen, bunt gestreiften Schürze und einer flachen Papierkappe die Bestellung in ein Headset, seine Stimme ohne Modulation. Noch bevor unser Wechselgeld klingelt in den Ausgabeschacht, viel erschien am anderen Ende der Theke bereits ein braunes Papptablett, darauf drapiert, 3 in Wachspapier gewickelte Pakete, 3 in Wachspapier gewickelte Pakete, 3 in Wachspapier gewickelte Pakete, 3 in Wachspapier Genmisches, 3 riesige Pappbecher mit eisgekühlter Limonade. Die Übergabe war reibungslos, wortlos, effizient. Das Tablett fühlte sich leicht und billig an, seine Oberfläche mit einem Fettfilm überzogen. Wir trugen es zu einem freien Tisch. Die Schuhe knirschten auf Sägespänen, die über den Linoleumboden gestreut waren. Ich packte mein Paket aus. Das Papier raschelte und gab einen dampfenden Burger frei, der in der Hand lag wie ein warmes, weiches Kissen. Er war perfekt rund, sein Sesambrötchen goldbraun und gleichmäßig getoastet, ohne einzige verbrannte Stelle. Durch die transparente Verpackung sah man den Schmelz einer einzigen orangefarbenen Käsescheibe, einen Kreis aus Gurke, ein paar zerquetschte Zwiebelstückchen und eine rötliche Sauce. Ich biss hinein. Die Textur war eine sofortige, vorhersehbare Capitulation. Das weiche, like süße Brötchen, die saftig, aber strukturlose Fleischpastete, der schmelzende Kunstkäse, der knusprige Pickle, die süß-saure Sauce. Alle Geschmäcker trafen gleichzeitig ein. Salzig, fettig, süß, säuerlich. In einer ausgewogenen, standardisierten Explosion. Es war warm. Es war sättigend. Es war in keiner Weise überraschend oder komplex. Es schmeckte genauso, wie man es erwartet hatte, wie es auf dem Bild an der Wand versprochen worden war. Und in dieser perfekten Vorhersehbarkeit lag seine seltsame Geographielosigkeit. Dieser Burger hatte keine Herkunft. Er enthielt kein Getreide aus einer bestimmten Mühle, kein Gemüse aus einem bestimmten County, kein Rind von einer bestimmten Weide. Seine Zutaten waren aus allen Ecken des Kontinents zusammengekommen, in Fabriken vorbereitet, zu einer einheitlichen Masse geformt, gefroren, quer durchs Land transportiert und hier an dieser Autobahnraststätte nach einem national exakten Protokoll suberated worden. Während der Kaute wusste ich mit absoluter Sicherheit, dass der gleiche Biss, die gleiche Textur, der gleiche Geschmack in diesem Moment von jemandem in einer identischen Filiale
in Kalifornien erlegt wurde, wo Palmen im Parkplatzlicht standen, und von jemandem in Florida, wo die Luft feucht vom Ozean war. Es wurde eine gleiche Erfahrung, ein Koppel vom Klima, Landschaft und lokaler Kultur. Der omnipräsente Duft, der in meinem Pullover haften würde, war der gleiche, der an der Jacke eines Truckers in Texas oder eines Urlaubers in Maine haftete. Ich blickte auf. Durch die große Fensterfront sah ich die endlose Reihe der Parkplätze, die dunkel werdende Autobahn, die vorbeiziehenden Scheinwerfer. Drinnen herrschte das gleiche, milchige Licht, das gleiche Piepen der Kassen, der gleiche fettige Dunst. Die Menschen aßen, sprachen leise, warfen ihre Pappverpackungen in überquellende Mülleimer mit schwingenden Klappen. Es war ein Ort des Übergangs, ein Nickdort, der nur für diesen einen Zweck existierte. Die schnelle, zuverlässige und vollkommen identische Stillung von Hunger zwischen Punkt A und Punkt B. Der Geschmack in meinem Mund war angenehm, bequem, beruhigend in seiner Vertrautheit. Aber er war auch ein Ende. Er war der Geschmack der Anonymität, der Geschmack der Effizienz, der Geschmack einer Welt, in der das Essen seine Geschichte, seinen spezifischen Ort, seinen einzigartigen Charakter vollständig abgelegt hatte und zu einem reinen, funktionalen, überall verfügbaren Produkt geworden war. Ich nahm einen Schluck der heiß-kalten, übersüßen Limonade, die jeden Nachgeschmack wegspülte, und wusste, dass ich etwas erlebt hatte, das mächtiger war als nur eine Mahlzeit. Ich hatte den Duft der neuen Normalität eingeehlt mit. Ein Duft, der dazu bestimmt war, überall zu sein. Die automatischen Glastüren glitzernden Kiemen eines riesigen, admenden Wessens. Sie schlitzten oft mit einem sanften, surrenden Geräusch, ließen einen Schwall gekühlter Luft entweichen und schlossen sich dann wieder hinter mir, um die Außenwelt, den heißen Asphalt des Parkplatzes, das Dröhnen des Stadtverkehrs abzuschneiden. Es waren 1985 und ich stand im Bauch des lautlosen Gartens. Der Supermarkt, die Stille war das Erste, was einen traf, aber es war eine Stille von besonderer Art. Sie war nicht leer, sondern vollgestopft mit einem gedämpften, synthetischen Summen, dem Chor von 100 versteckten Kompressoren in den Kühltheken, dem leisen, elektronischen Surren der Neonröhren, die in endlosen Reihen an der weiß gekachelten Decke hingen und ein schattenloses, klinisches Licht ausstrahlten. Es war das Geräusch der Aufrechterhaltung, der perfekten Kontrolle, kein Summen von Bienen, kein Rascheln von Blättern im Wind, kein Knirschen von Erde unter den Schuhen, nur dieses eine, tiefe mechanische Atmen. Ich schob meinen Einkaufswagen voran. 10 Räder aus hartem, grauem Kunststoff rollten lautlos über das glänzende Linoleum, das in einem blassen, fleischfarbenen Muster schimmerte. Der Wagen war leicht, ein Skelett aus verchromten Stangen, und er schien darauf zu warten, gefüllt zu werden mit Dingen, die kein eigenes Gewicht zu haben schienen. Vor mir erstreckten sich die Gänge. Sie waren nicht einfach Regalreihen. Sie waren Canyons, gesäumt von monumentalen Wänden, aus Verpackungen,
jede in sich abgeschlossen, jede in einer eigenen Sprache aus Primärfarben, Markenlogos und Gesundheitsversprechen schrie. Die Auswahl war temperabend, beinahe Gewelle, wohltätig in ihrer Fülle. Ein ganzer Gang nur für Frühstückscerealien. Ihre Boxen zeigten lachende, tigerbunty Marshmallows oder ernste Versprechen von Ballaststoffen. Ein weiterer Gang für Snacks, in Folie gewickelte Energiekugeln, die nach nichts schmeckten außer nach Salz und chemischem Käse. Doch der eigentliche Garten, der Ort, der einst noch Erde und Leben roch, war hier zu einer stummen, hygienischen Abteilung transformiert. Die Produktabteilung, hier war die absolut stille am dichtesten. Die Äpfel lagen in präzisen Pyramiden auf mit Plastik ausgekleideten Tablets. Jeder einzelne war ein Klon des anderen, dieselbe tiefrote, wachsartige Schale, frei von jedem Fleck, jeder Unregelmäßigkeit, jedem Hinweis auf einen Wurm oder einen Hagelschauer. Sie waren in einen hauchdünn, durchsichtigen Plastikschlauch gehüllt, der sie wie eine zweite Haut umschloss. Ein Schutz vor den unsichtbaren Gefahren der menschlichen Berührung der Luft. Man konnte sie anfassen, ohne sie je wirklich zu berühren. Sie fühlten sich kalt und künstlich an, wie aus poliertem Wachs geschnitzt. Ihr Duft war nicht vorhanden. Der Geruch von frischem Obst war von dem leichten, plastikartigen Hauch der Verpackung und dem ozonartigen Unterton der Kühlung erstickt worden, deneben lagen die Salate. Sie kämen nicht als Cup, die man wenden, untersuchen von welchen Blättern befreien musste. Sie kämen wogewaschen, wohlgeschnitten, in luftig verschweißte, durchsichtige Beutel verpackt. Eine Mischung aus Eisbergsalat und roten Karottenstreifen trug den Namen Frühlingsmix. Ein anderer Beutel enthielt nur Spinatblätter, jedes Blatt identisch in Größe und dunkelgrün, als wären sie aus einer Maschine gestanzt worden. Sie waren bereit. Sie verlangten keine Vorbereitung, keine Sorgfalt. Sie waren ein Produkt, das direkt aus der Tüte in die Schüssel ging, sauber, anonym und völlig, geschmacksneutral, ihr einziges Aroma ein schwacher Beigeschmack von Chlor aus der industriellen Wäsche. Ich bog die Ecke und stand vor dem Labyrinth der Gefriertruhen. Ihre gläsernen Deckel waren beschlagen, ein kühler, weißer Dunst kroch über die Kanten. Darunter in einem ewigen, künstlichen Winter lagen die fertigen Mahlzeiten wie archäologische Fundstücke in ihrem Eis. Lasagnen in Aluminiumschalen, deren Käseoberfläche unter einer Eisschicht glitzerte. Hühnchen Poke Pies mit perfekt gewählten Krusträndern. Ganze Gourmet, Abendessen mit Bildern auf der Schachtel, die üppiger aussahen, als der Inhalt jemals sein könnte. Dies war der Gipfel des lautlosen Gartens, das gesamte Feld, der gesamte Herd, die gesamte Herd, die gesamte Mühe des Kochens, eingefroren in einem einzigen, flachen Karton. Man bräuchte nur Hitze zuzuführen, und die Mahlzeit würde auferstehen, eine geisterhafte Wiederbelebung eines Prozesses, den man nie gekannt hatte. Die Auswahl war enorm grenzenlos, aber sie fühlt sich abstrakt an, wie das Durchblättern eines Katalogs von Erlebnissen, die man nie haben würde. Jede Schachtel war ein Versprechen,
das von der Realität der Zutaten, der Jahreszeiten und der eigenen Zeit entkoppelt war. Meine Hände, die einst das Gewicht eines Apfels vom Baum und die Wärme eines frischen Brotleibs gespürt hatten, griffen nun automatisch. Sie nahmen ein Düsi aus dem Regal, ein vertrautes zylindrisches Objekt, aber verwandelt. Es waren Düse Pfirsiche. Sie war ganz ähnlich der von 1908, die der Handelsreisende auf dem Küchentisch meiner Großmutter geöffnet hatte. Derselbe Stahlzylinder, derselbe Verschluss. Aber das Etikett war ein Gewirr aus knalligen Farben und verspielter Schrift, ein kleines Kunstwerk des Marketings, das in eigenem Saft und ohne Konservierungsstoffe versprach. Ich drehte sie in der Hand. Sie war leicht, das Blech dünner, die Naht perfekter. Der Kreis schien sich zu schließen. Von der ersten, fremden Blechdose auf einer Farm in Ohio zu diesem allgegenwärtigen, bunten Konsumgut in einem leuchtenden Tempel der Bequemlichkeit. Doch als ich die Dose surreal teilte und meinen Wagen weiterschob, durchdrang mich eine neue, tiefere Stille. Es war die Stille der Abwesenheit, die still, die den Raum einnahm, wo früher Gerüche gewesen waren, der Duft von nasser Erde, von heißem Brot, von kochendem Muss, von Radiostimmen, die Soßen beschrieben von Frittierfett an der Autobahn. Die Stille, die an die Stelle von Geräuschen getreten war. Dem Knacken eines Apfelstiels, dem Kreischen des ersten Dosenöffners, dem Summen des ersten Kühlschranks, dem Rasseln des Fließbands, dem Klingel des TV-Dinner-Timers. Die Stille, die Mühe ersetzt hatte, das Pflücken, das Einmachen, das Kneten, das Warten, das Sortieren, das Kochen, dieser lautlose Garten war das Ende einer langen Reise. Alles war hier, makellos, vorbereitet, konserviert, eingefroren, verpackt, bereit. Man musste nur noch wählen und bezahlen. Die Verbindung war nicht unterbrochen. Sie war durch eine so lange, komplexe und unsichtbare Kette von Maschinen, Transporten und Verpackungen ersetzt worden, dass sie unerkennbar geworden war. Der Garten produzierte keine Früchte mehr. Er produzierte Produkte. Und ich schob meinen Wagen durch seine stillen, überfüllten Gänge an Besucher in einem Museum der Nahrung, wo alles ausgestellt, aber nichts mehr lebendig war, umgeben von der sanften, unerbittlichen Symphonie der Kühlung und des Lichts, die das letzte Echo der Welt, die verloren gegangen war, übertönte. Das Summen begann tief im Innern der Klobigen. Bei gayfarbenem Box auf dem Schreibtisch ein digitales Kraxten und Rauschen, das wie das Geräusch einer mechanischen See klang. 1990. Das grünliche Licht des Röhrenmonitors warf einen gespenstischen Schein auf die stille, saubere Küche, in der kein Topf brodelte, kein Messer klackerte. Die Hände ruhten auf der gummierten Tastatur, die Finger tippten langsam suchend. Die Aufgabe war einfach: ein Rezept für Apfelkuchen finden. Doch die Suche führte nicht in ein zerfleddertes Kochbuch mit speckigen Seiten, sondern in ein neues, grenzenloses Reich. Das Modem, ein separates, weißes Plastikgehäuse, vollendete sein Ritual mit einem letzten, hohen Pipten,
Und dann war die Verbindung hergestellt. Ein Tor zu einer Welt, die gleichzeitig überall und nirgends war. Auf dem Bildschirm erschien eine Suchmaschine, ein schlichtes, leeres Feld in der Mitte einer weißen Seite. Die Buchstaben FILKUKUCAN wurden eingetippt und mit einem Klick auf eine Schaltfläche namens Sortieren in den Äther geschickt. Die Antwort war augenblicklich und überwältigend. Nicht ein Dutzend, nicht 100, sondern buchstäblich 1000 Varianten scrollten in einer nüchternen, blau unterlegten Liste nach unten. Jeder Eintrag war ein Hyperlink, ein verlockendes, unterstrichenes Versprechen. Omos bester Apfelkuchen. Schneller Apfelkuchen in 30 Minuten. Apfelkuchen ohne Zucker. Die Welt schien von Apfelkuchen besessen zu sein. Jeder behauptete, das Authentische, das Einfache, das ultimative Rezept zu besitzen. Der Cursor, ein schlanker, blinkender Strich, irrte über die Links, ein Geist, der sich nicht entscheiden konnte. Schließlich führte ein Klick auf eine Website namens Omas alte Küche Tradition bewahren. Das Laden der Seite dauerte Sekunden, während sich ein kleiner, animierter Krug langsam mit digitaler Farbe füllte. Dann erschien sie. Eine Hintergrundgrafik von kariertem Küchenstoff, eine verschnörkelte Schriftart für die Überschrift. Das Rezept wurde mit einer sentimentellen Einleitung präsentiert, die von sonnendurchfluteten Küchen und dem Duft von Zimt in der Kindheit sprach. Doch beim Lesen der Zutatenliste trat eine seltsame Dissonanz auf. 1 Roller vorgefertigten Blätterteig aus dem Kühlregal, 1 Dose Apfelfüllung, K 21 Unzen, 1 Päckchen Vanilljacke, Instant. Sind nach Geschmack Jamal. Das war keine Anleitung zur Verwandlung frischer Äpfel, Mehl und Butter. Es war ein Montageplan für vorfabrizierte Komponenten, eine Anleitung zum Zusammenbau eines Geschmackserlebnisses aus industriellen Modulen. Die alte Küche war ein digitales Kostüm, das über die Logik der Supermarktgänge geworfen wurde. Die Entscheidung war getroffen. Ein weiterer Klick auf Drucken. Der Drucker, ein klobiger, grauer Kasten, neben dem Computer, erwachte mit einem ratternden, mechanischen Brummen zum Leben. Sein Druckkopf begann sich hin und her zu bewegen. Ein schnelles, nervöses Tack-Tack-Tack, das das einzige laute Geräusch in der Küche war. Langsam, Zeile für Zeile, kroch das Blatt Papier aus dem Schlitz. Es war warm und leicht gewellt, und die Tinte roch schwach chemisch. Das Rattern war das Geräusch der Materialisierung, der Beschwörung eines Geistes aus dem ätherischen Raum des Netzes in die greifbare Welt. Als es endlich aufhörte, lag ein einzelnes, weißes Blatt im Ausgabefach, bedeckt mit schwarzen Lettern und der pixeligen Grafik eines Apfelkuchens, der perfekter aussah als jeder echte. Die Hände nahmen das Blatt. Es fühlte sich glatt und leicht an, sein Gewicht bedeutungslos. Es war ein Geist einbollte aus einer Sphäre unendlicher Information, aber ohne Substanz, ohne Kontext, ohne den Geruch einer bestimmten Küche oder den Abdruck einer bestimmten Hand. Das Rezept sprach von Oma,
Aber es kam aus einem Serverraum, dessen Lager unbekannt war. Es versprach Tradition, aber es forderte Dosenfüllen und Fertigteig. Es war ein Dokument der Sehnsucht, produziert von einer Maschine und ausgedruckt in einer Stille, die so vollkommen war wie die in den Gängen des Supermarkts. Man hielt den Beweis für eine Verbindung, die keine mehr war, eine Suche nach etwas Echtes in einem Netzwerk aus Kopien, ein Versuch, den Duft der Vergangenheit mit den Werkzeugen einer Zukunft einzufangen, die bereits da war. Das Blatt Papier war der letzte dünne Vermittler zwischen der Welt der mühevollen Herstellungs und der Welt der sofortigen Abfrage, ein flüchtiger Geist, der in der sauberen, stillen Küche zitterte, bevor er an den Kühlschrank gepinnt werden würde. Neben anderen Geistern, die alle das gleiche, unmögliche Versprechen flüstern,